Hi, Servus, der Uwe von der Poly. Und in diesem kurzen Video möchte ich euch die neuen AV-Controls, das neue AV-Controls-Feature für unsere TC8, TC10-Systeme vorstellen, das wir als Bundle mit der 4.4 Software für Studio X und G-Serie, respektive als Standalone-Variante in der Version 6.4 für TC8 und TC10 releasen. Wir hatten bislang schon eine relativ tiefe Integration mit Extron-Controllern. Das heißt, ihr hattet bislang schon die Möglichkeit, euren Raum, eure Beleuchtung, eure Beschattung über Extron-Controller umzusetzen und dann entsprechend direkt mit unserem Touchpanel aus dem Raum zu steuern, ohne dass ihr ein weiteres Panel auf dem Tisch benötigt. Jetzt gibt es aber natürlich neben der Extron noch ein paar mehr Player auf dem Markt und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch sinnvoll, auch im Zuge der Einfachheit für End-User, auch weitere Systeme quasi über diesen vorhandenen Controller im Raum steuern zu können. Und das Ganze haben wir entsprechend umgesetzt über das CC10, TC8, über die Web-UI. Ich switche hier mal auf mein TC10 und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, sofern ihr einen aktuellen Softwarestand drauf habt, das könnt ihr immer hier unten erkennen, auf die Settings zu springen, System Settings, und hier gibt es einen neuen Punkt, der nennt sich AV Controls. Wenn ihr das anhakt, bekommt ihr logischerweise erstmal eine Meldung angezeigt, dass ihr für alles, was ihr hier tut, das heißt für alle URLs, die ihr eintragt, vom Prinzip her reden wir über URLs für HTML5-basierte Websites, dass ihr für die Inhalte, die dort angezeigt werden, respektive die dort aufgerufen werden, selbst verantwortlich seid. Wenn wir das entsprechend bestätigen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, unsere Settings vorzunehmen. Das heißt, in diesem Fall habe ich mich für einen Custom Provider entschieden. Das ist hier meine interne Demo-Unit. Ihr hättet hier ansonsten die Möglichkeit, zwischen Extron und Lightware auszuwählen. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, die Website, die Controller-Instanz in eurem Netzwerk anzugeben. Habt dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Origin auf eine bestimmte Quelle fokussieren. Das heißt, nehmen wir ein simples Beispiel, damit es jeder versteht. Wenn ich eine Website habe, meine Website, und es wird vom Prinzip her eine externe Quelle geladen, wie zum Beispiel Werbung, dann würde das nicht funktionieren, sofern ich hier diesen Button setze. Also es würde tatsächlich nur das aufgerufen werden können, was sich tatsächlich auch innerhalb dieses Webservers, innerhalb dieser eigenen Source befindet. Sofern ich mich am Server wie zum Beispiel einen Controller autorisieren muss, kann ich das hier tun. Das heißt, ich kann das entweder über einen Token tun oder über Username und Password. In meinem Fall ist es nicht so. Ich erlaube in diesem Fall, auch weil es wie gesagt mein interner Server ist, unverifizierte Verbindungen, und ich hätte nochmal die Möglichkeit, hier meine Maximum Session Duration einzustellen, also wie lange soll eigentlich diese Session aufrechterhalten werden. In dem Fall habe ich mich für den Maximalwert entschieden. Das weicht natürlich immer in dem Fall von eurem Use Case ab. Und sofern ich das getan habe, kann ich hier einfach auf Save klicken und damit sind diese Einstellungen übernommen. Stand jetzt sind diese Settings noch nicht verfügbar in Lens, das ist aber was, woran wir arbeiten, und das wird entsprechend in der Zukunft dann hoffentlich auch verfügbar sein. Wenn wir uns jetzt also mein TC10 anschauen, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, über den Poly-Button respektive über das Sliden von rechts nach links über das Display diese AV-Controls aufzurufen. Das tue ich hier jetzt einmal und dann wird vom Prinzip her die URL, die ich dort hinterlegt habe, aufgerufen. Wie gesagt, in meinem Fall ist das eine Beispiel-Website. Ich möchte hier einfach mal zeigen, was vom Prinzip her am Ende des Tages möglich ist. Wir reden jetzt nicht zwingend von supported Szenarien, aber von dem, was ihr vom Prinzip her in der Lage wärt umzusetzen. Der eigentliche Use Case ist es tatsächlich, den Raum zu steuern. Das habe ich hier getan, respektive ich habe hier einen Mockup gebaut für die Steuerung des Raumes, das Umschalten von Quellen beispielsweise, das Ein- oder Ausschalten von Displays, das Aufrufen von Kamera-Presets, respektive die manuelle Steuerung. Und natürlich hätte ich hier auch die Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln. Also hier vom Prinzip her bekommt ihr die Website aufgerufen, eure Controller-Website, die sich auf eurem Raumsteuerungssystem befindet. Alles, was ihr dort programmiert habt, auf dieser HTML5-Website, das würdet ihr auch hier entsprechend sehen. Jetzt gibt es aber natürlich noch weitaus mehr, was ich damit machen könnte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal 2 Demo-Szenarien gebaut. Ich komme in den Konferenzraum, ich stelle fest, es sind nicht mehr genügend Getränke im Kühlschrank. Dann habe ich mir hier zum Beispiel eine Option gebaut, in dem ich hingehen könnte und könnte beispielsweise jemanden veranlassen, mir 8 Kaffee zu bringen. Ich klicke hier auf den Knopf, dann würde vom Prinzip her diese Bestellung, wenn man so möchte, rausgehen und jemand wäre dann in der Lage, entsprechend den Kühlschrank aufzustocken, respektive Heißgetränke zu bringen.
Andere Szenarios, ich komme in den Raum, ich stelle vielleicht fest, dieser Raum ist nicht aufgeräumt worden, der Raum ist nicht gereinigt worden, dann könnte ich zum Beispiel eine Message absetzen und sagen, ich möchte, dass der Raum jetzt gereinigt wird oder ich möchte, weil mein Meeting jetzt schon losgeht, dass der Raum später gereinigt wird. Das heißt, ich hätte hier die Möglichkeit, entsprechend eine Uhrzeit auszuwählen, die zu setzen, das Ganze dann rauszuschicken, sodass vom Prinzip her das Reinigungspersonal informiert wird, dass hier also noch etwas vorzunehmen ist. Das, wie gesagt, nicht der Standard-Use-Case. Der Standard-Use-Case ganz klar ist die Steuerung des Raumes, sprich über Lightwell, über Extron oder über eure Custom-Settings. Hier geht es, wie gesagt, nur einmal darum zu zeigen, was am Ende des Tages alles möglich wäre, sofern ihr euch ein bisschen mit Website-Programmieren auskennt. Und das soll es hier auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns. Euer Uwe.